So, ich habe Bubu gemacht bis 11. Bin aber erst um 2:30 oder so nach Hause gegangen. Ja, jetzt bin ich hier frisch wach. Jetzt könnte man mal die Jalousien aufziehen hier. Ich was gesagt. Ich bin Linksaufmacher. Was? Fetten Bass. Hier steht ein Wilhelmshaven. Hier steht jetzt ein Auto vor mir. Mal gucken, ob ich da langsam hingehe. Da steht drauf, fetten Bass. Kann ich auch zoomen im Video? Oh, aber ganz langsam. Fetten Bass. Nicht wetten das, fetten das. Cool. Ja, jetzt stehe ich hier. Wie gesagt, ich habe es ja gestern schon gesehen. Völlig in der Tucht. Irgendwo rum. Und jetzt geht es wieder ins Aufräumen hier. Alles aufs Bett packen. Kulturtasche. Brauche ich gleich nochmal. Ein bisschen Fritscher machen. Rucksack mit Kram, Klamottenkram. Ich habe ja so einen roten Koffer stehen. Da ist immer wichtige Sachen drin, die ich griffbereit im LKW habe. Hier, jetzt kommen wir wieder zur Haul. Leute, hier habe ich Volvic gekauft. Natürliches Mineralwasser. Durch 6 vulkanische Gesteinsschichten gefiltert. Da ist wenig Calcium drin. Und deswegen kippe ich das ganz gerne in meinen Wasserkocher. Weil dann kann ich den auch nach 2 Jahren, wenn er im Arsch ist, wenn er hochgeht, ist immer noch kein Kalk drin. Das ist sehr gut. Hier habe ich jetzt Kaffee Haag. Klassisch mild. Achso, nee, hier so Hall. Ich habe mir Kaffee Haag gekauft. Klassisch mild, entkoffeiniert. Ist tolle Wurst von Mondellis. Stellen das her oder was der Teufel was. Ach, hier ist ja auch immer noch das Büchlein drin von Jochen Diekmann. Geschlafen wird am Monatsende. Geschlafen wird am Monatsende. Ich mein Schwack, der alltägliche Wahnsinn auf Europas Straßen. Ein Spiegel-Bestseller. Im Piper Verlag. Jawohl, von knallharten Geschäft auf Europas Straßen. Kauft euch das mal, dann wisst ihr mal, was Phase ist. Das ist echt der Hammer, was da so abgeht. Ich bin froh, dass ich hier in meiner Bude meine Ruhe habe. Empfehle ich. Ihr könnt anfangen zu arbeiten. Sage euch trotzdem noch nicht, wer das ist. Zewa, natürlich ganz wichtig. Und noch 2 Rollen in Reserve, aber nicht hier. Penaten, Gesicht und Hände. Feuchttücher, ganz wichtig. Was immer mal hier, Nasentropfen, plötzlich kriegst du Syphilis unterwegs und keine Sau hilft dir. Wo läuft die denn hin? Jetzt pinkelt die doch wohl nicht im Stehen hinterm Busch oder was? Also das weiß ich aber auch noch nicht. Dosenöffner für meinen Dosenfraß. Schirm, Scham und Melone. Ist klar, hier sind noch einige CDs. Hier habe ich noch so einen Werkzeugkoffer. Allerhand drin. Man weiß ja nie, falls einem die Karre mal auseinanderfällt. Selten, also eigentlich gar nicht. Wichtig ist hier immer Glasreiniger, Glasreiniger, Glasreiniger. Dann habe ich auch noch eine Spülbürste und Priel und so weiter zum Aufwaschen. Das kommt aber noch. Hier sind meine Badelatschen. Geh bloß niemals irgendwo duschen ohne deine Badelatschen. Wenn du da rauskommst, dann kannst du eigentlich oberhalb Knöchel kannst du eigentlich deine Füße abschneiden. Weil den ganzen Syphilis da, das ist ja fürchterlich. Und hier unten ist mein Wasserkocher, den lernt ihr auch noch kennen. Quatsch, mein Gaskocher, den lernt ihr auch noch kennen. Ja, so ist das. Jetzt kommt die Frau wieder mit einer Kippe. Ist da ein Zigarettenautomat hinter? Verstehe ich nicht. Jetzt guckt die, wie ich hier filme. Das kann ich ja gar nicht ab, sowas. Würde ich wie Truck TV auch nie machen. Und jetzt läuft sie wieder weg, Gott sei Dank. Ja, meine Laptop-Tasche. Alarmkram drin. Oh, gar kein Laptop. Der steht hier. Dell. Immer Dell. Muss ich die Kamera drehen, ne? Dell, immer Dell. Warte mal. Oh, spiegelverkehrt filmen, oder was? Meine Maus, Logitech. Logitech aus der Schwitz. Die Wertbons. Hier ist noch einer. Von Sanifair. Ja, ich bin Brillenträger, die liegt hier noch. Was mir ja auf den Sack geht, dass man jeden Tag quasi Staub putzen kann, wenn man einmal aus dem Bett gekommen ist. Aber mit so einem Swiffer geht das ganz gut. Ich mache das jetzt mal grob, mit links kann ich das sowieso nicht. Weil jeden Tag, wenn du aus dem Bett oder ins Bett gehst, stehst du wieder auf und dann hast du die Scheiße im Gange. Das ist zum Kotzen. Und der LKW, der ist ja so hoch geworden, ne? Du kannst von draußen die Scheiben nicht mehr putzen. Da kommst du einfach nicht hoch. Die Scheiben sauen erstmal volle Pulle ein. Es gibt dann noch so LKWs oder es gibt so Zubehör, den setzt man hier um den Scheibenrand rum von außen. Dann hast du da so einen Schmutz- und Windabweiser.
das bringt wohl schon eine Menge, dass der ganze Dreck hier während der Fahrt nicht so ranspritzt. Dass der Spiegel einsaut, ist ja völlig normal. Aber die Scheibe, die kannst du ständig putzen. Jetzt hatten wir viel trockenes Wetter. Jetzt lass hier mal wieder ein paar Tage Regenwetter sein oder Winter. Dann kannst du nach 2 Stunden Fahrt, ach was rede ich, nach 1 Stunde Fahrt, kannst du schon wieder die Scheibe putzen. Das ist echt zum Kotzen. Das kannst du voll abhaken. Und du kommst halt nicht dran. Ne? Oder man macht die Scheibe so ein bisschen runter. Das geht noch nicht mal, weil ich nicht mal hier hier die Zündung anhabe. Oh, schon viel zu weit gedrückt wieder. So. Ne? Und dann machst du vielleicht so, dass du mit dem Arm hier so durchkommst und wie so ein Arschloch bist du dann hier am Putzen, ne? Wie so ein Trottel, wie so ein Vollidiot, ne? Und wischt da wie so ein Blödmann rum. Ich habe von draußen so einen Abzieher, so lang mit Teleskopstiel. Da mache ich das dann bei Regenwetter von draußen oder je nachdem sprühe ich dann von draußen da dran mit dem Glasreiniger und dann ziehe ich ab mit dem Dingens. Aber das kannst du alles echt abhaken. Ja, ich stehe wie gesagt immer noch in der Tucht, in der Pampa hier und ich könnte eigentlich einen Topf gebrauchen. Also wenn hier jetzt ein Topf wäre, dann würde ich jetzt topfen gehen, aber was soll ich denn jetzt machen? Geht nicht. Also Arschbacken zusammenkneifen, in der Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Wollen wir mal weiter gucken. Ich habe hier eine Schublade. Was zu trinken. Ach, Volvic für meinen Wasserkocher. Was zu fressen. Kartoffeltopf. Noch ein bisschen Saft für die echte Abwechslung. Und Thunfisch und Sardinen. Eigentlich alles, wovon ich so lebe. Und dann geht es ab und zu noch zu Burger King, zu Subway oder zu McDonald's. Und sehr selten mal auf den Autohof und hole mir da was. Oder woanders ein Schnitzel in meinem Mülleimer. Mein Wasser, den ich jeden Tag wieder auffülle. Die Pötte sind umsonst, andere kaufen sich welche, müssen sie auch noch reinigen. Ich schmeiße einfach nach einem Vierteljahr weg, wenn sie dreckig werden unten. Mein Kühlschrank. Wie man sieht, Milch, immer gekühlter Fisch. Hier habe ich jetzt mal Pflaumenkuchen von zu Hause mit, ein bisschen Kartoffelsalat von zu Hause mit. Hier ist dann noch Brot, Butter, Remoulade, ganz unten sind noch Mettenten. Mettenten oder Rauchenten sagen manche. Manche nennen es auch ganz anders. Vielleicht heißt das auch Pinkel im Grünkohl. Weiß ich nicht, ist mir egal. Kann ich auch nichts verkaufen, dass ich das weiß. Ja, hier kommen Sachen rein, die man natürlich kühlen muss, ist ja klar. So wie manchmal meine Laune. Dann haben wir hier noch ein paar Ablagen. Hier oben, ich habe eine von der neueren Generation. Ich habe hier eine riesengroße durchgehende Klappe. Total bekloppt. Aber so sparen sie von diesen Liftern hier. Hier ist einer, da ist der andere. Das heißt, hier sind nur noch Zweier eingebaut. Bei den älteren Generationen, also bloß ein paar Monate älter. Selber LKW, mein nicht selbes Modell. Der hat natürlich überall. Hier ist eine Klappe, dann ist da noch so ein Ding, da ist ein Ding, da ist ein Ding. Da ist ein Ding und da ist ein Ding. 6 Stück, jetzt sind es nur noch 2. Ist klar. Sparen sie pro LKW bei der Produktion gleich wieder 4 von den Dingern. Das hat sich wieder einer toll ausgedacht. Jetzt hast du natürlich nur eine große Klappe. Springst da immer vom Beifahrersitz hin. So, Holzbrettchen. Mach mal scharf hier. So, Holzbrettchen, Topf, auch WMF-Logo gleich vorne dran. Schenkengaul schaut man nicht aufs Maul. Für meinen Gastkocher hier. So, hier ein bisschen Butterkekse. Falls ihr merkt, dass ich keine Süßigkeiten dabei habe, ich habe nie Süßigkeiten dabei, ich werde auch trotzdem fett. Kakao so ein bisschen, Maxi Autohof, da kann man, wenn man diese Tasse hat, wenn man sich einmal diese Tasse kauft, kriegt man den Kaffee billiger, war mal 50 Cent, ist auch vorbei, kostet jetzt auch 1 Euro. Oder was, hier sind noch mehr Dosen, Graubentopf, Linsentopf, Kartoffeltopf, einige Töpfe oder was. Hier ist noch der Deckel, hier sind noch ein paar Ersatzstaubfangdinger da. Was haben wir hier? Hier sind Papiere drin und so weiter und mein Regencap hier, ich fast gesagt, Ersatzbirnchen und ja, Blanko-Frachtbriefe von Hermes, muss ja jeden Tag welche schreiben. So, die Klappe, hier ist mein Wischdingens, hier ein paar Bolschen. Ich habe hier auch immer noch so einen Scanner dabei, weil öfters mal Papiere angefordert werden und dann wollen sie Papiere haben und was ist denn jetzt los? Jetzt klingelt mein Wecker. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Mein Blackberry Classic. Sehr stolz drauf, mit Tastatur. Einer der letzten Hersteller, der noch eine Tastatur hat. Was heißt einer der letzten? Ich glaube der letzte, ne? Der letzte Hersteller, der noch eine Tastatur benutzt, eine richtige. Und sowas kann ich gebrauchen. Ich hatte ein halbes Jahr mal ein Smartphone. Also ist ja auch ein Smartphone, aber eins mit der kompletten Touch, ne? Das geht mir so auf den Sack. Du kannst es nicht an den Seiten festhalten
ohne irgendeine Aktion durchzuführen und. Das geht mir alles so auf die Nüsse. Ich kann das Telefon hier unten anfassen, ich habe es richtig in der Hand, es fällt mir nicht auf den Fußboden und so. Und hier kannst du auch alles mitmachen. Ne? Also vor allem ist das kein Spielhandy, das ist ein richtiges Telefon. Und ich brauche auch nicht spielen, das interessiert mich alles nicht. Ich kann damit alles machen, was ich brauche, was ich will, und das ist wichtig. So, dann habe ich hier, ich kann es jeden Tag Staub putzen, habe ich das schon erwähnt. So, schön hier, so. Soll ja ein bisschen besser aussehen im Video, ne? So, hier habe ich so eine 24 Volt Steckdose mit Schalter. Zack, ich brauche mal langsam Strom, damit ich Internet habe. Jetzt fährt mein Stick hier hoch, mein WLAN-Stick. Ja, so ein 3-4er Stecker mit dem mittleren Kabel. Es gibt die auch mit dünnem Kabel, die brennen dir so schnell auf, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie schnell die aufbrennen. Dann habe ich nämlich extra noch mit noch dickerem Kabel. Weil mein Laptop, der braucht ja auch einiges an Saft. Mein Ladegerät vom Blackberry hängt hier immer drin. Das ist übrigens eine 12 Volt Steckdose. Die beiden Dinger, die könnten nur 12 Volt vertragen. Einmal in 24 Volt gesteckt, hast ein Ladegerät gehabt. Ich habe hier auch noch eine andere Steckdose, die habe ich aber schon weggeschmissen. Hier, das sind die mit dem ganz dünnen Kabel. Da kannst du aber auch nur Ladegeräte mit verteilen oder so. Für Handys oder wie oder was. Weil ich hatte hier meinen Laptop drin. Dann wird dieses Kabel so warm. Naja, dauert dann nicht lange. 2 Minuten, dann brennt es dir auf, weil da so viel Strom durchläuft. Der Wasserkocher. Ach, das Schaf, du Hund. Der Wasserkocher, der ominöse. Immer noch derselbe. Wart, frage mich, wann der kaputt geht. Hier 1 Jahr alt. Die Stäbe sind noch wie neu. Da ist kein Dreck drin durch das Volvo. Volvic. Volvo. Volvo sind auch schöne Autos. Ja, und diesen Fuß da unten, den habe ich wiedergefunden irgendwann mal zufällig. Und seitdem kippt der auch nicht mehr so einfach um, weil in diesem LKW steht der jetzt hinterm Sitz, weil ich hier noch so eine 24 Volt Steckdose habe, weiß der Teufel, wer sich das ausgedacht hat. Bei dem alten LKW stand das hier vorne. Da konnte der natürlich beim Bremsen nicht umkippen, ist ja klar. Dieser ist dann hier hinterm Sitz umgekippt und ach, das dauerte erstmal eine Weile. Hier habe ich noch einen Schubladen, darunter ist eine Schublade, auch noch alle möglichen Kram. Hier wichtig ist Pfeffer, Salz, Kaugummi, hier Zahnseide und so weiter. Hier ist auch noch Tee für die Krankentage, wenn mir der Kaffee auf den Sack geht. Oh, das sind hier so Ausdrucke, Mensch. Das sind die Ausdrucke aus dem Fahrtenschreiber. Ich habe hier noch so ein paar, die man sich machen soll. Wenn man denn keinen Parkplatz gefunden hat und so einen Scheiß. Hinten soll man sich draufschreiben. Oh, gleich muss ich die ganzen Mist wieder zusammenfischen, ey. Das habe ich jetzt davon, dass ich so ein verschissenes Video mache, ey. Hinten muss man Vollsperrung, A2 Hannover, Bad Nennendorf, 3 Stunden. Weiß der Teufel. Muss ich aufpassen, hier steht Auskennzeichen drauf immer wieder. Naja, und so sieht so ein Ausdruck aus. Kannst du natürlich abhaken. Man muss natürlich studieren, um sowas lesen zu können. Aber ich kann es. Auch hier ist noch alte Kennzeichen, das ist gar nicht schlecht. Ja, bei der Müllabfuhr überziehst du regelmäßig die Fahrzeit, weil du da nach dem, wie heißt das, Abfall fahren darfst. Fahrtenschreiber ist hier oben. Dachluke. Hier oben, diese Dachluke, die hat, mach mal auf, die hat hier so ein Mückengitter oder Fliegenschutzgitter. Das ist eine tolle Sache. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe es einmal zugemacht. Ich kriege es also bis heute nicht mehr auf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ziehen, drücken oder was? Keine Ahnung. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Aber ich weiß nicht, wie es aufgehen soll. Nicht ziehen, nicht drücken, nicht schieben. Ich habe keine Ahnung. Hier liegt schon der Dreck hinter. Aber ich weiß nicht, wie es aufkriegen soll. Ich schneide ein Loch rein oder was? Was ist das denn? Ich werd verrückt. Da ist das Ding wieder offen. Das ist ja cool. Auf einmal geht's. Rückt das Ding mehr nach links und mit einem Mal da ging's. Ey, ich habe hier schon ein ganzes Jahr, ich sitze seit 1 Jahr in einem LKW. Ich habe das schon so lange probiert. Das ist ja Zauberei. Fahrtenschreiber, der diese Ausdrucke macht, die kommen hier raus, die Zettel. Ach, Quatsch, da kommt die Fahrerkarte rein. Hier ist der Ausdruck, kommt der raus. Hier ist das Mautgerät. Hier sitzt die Kamera hinter für den Fahrspurassistenten. Hier ist das Ding für den Mautgerät. Für das Mautgerät. Funkgerät. Hallo, 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 hallo. Ja, ist natürlich keiner hier. Wichtig ist immer, dass sie auf AM geht. AM funken die Leute und Kanal 9. Auf anderen Kanälen haben dann die Aussender ihre Frequenzen, sind aber auch oft auf 9.
Und hier ist so ein Fleetboard. Heißt das Viech, damit weiß die Firma, wo ich bin, wann ich bin und ob ich bin und so weiter. Und damit kann ich auch meine Fahrerkarte auslesen. Die muss nämlich auch alle 28 Tage ausgelesen werden. Hole ich die nämlich hier raus, schiebst du da rein, drücke auf den Knopf, dann werden die Klamotten in eine Firma geschickt. Eine tolle Sache. Also das ist echt eine super Sache. Schnell erledigt. Hier oben habe ich noch Westenwahn und das Bordbuch mit den Papiere und so weiter und so weiter.